Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kandi, wir sind wieder in den Soundstar Studios und drehen eine neue Folge von unserem Format Artist Talk. Mein Gast heute ist ein Special Guest aus Frankfurt. Sein Name ist Cäsar. Seine letzte Single heißt Drip Hard. Seine nächste Single heißt Champion. Kommt demnächst online. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Mensch heute hier den Weg ins Studio gefunden hat. Aktiviert die Glocke, abonniert den Channel für weitere Videos. Checkt die anderen Videos auf unserem Channel. Das ist Artist Talk. Ich bin Kanli. Haut da rein. Yeah, Blaulicht im Rückspiegel. Der Junkie an der Ecke drückt wieder. Große Träume sind hier neu. Bei Stress nie rennen FFM 069. Mein Nacken stabil durch das Tragen von Ketten. Heavy Metal. Mein Geist wird agil durch das Schaffen von Text. Hals Komfort, Fuß Concorde. Nonstop Frankfurt, Malediven, Condor. Immer für die Brüder, da sind sie mal unten. Sag wie viel und ich schick's dir über Western Union. Servus. Servus. Was geht ab? Alles gut soweit. Entspannt nach München gekommen. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Gerne. Hast du gut hierher gefunden? Ja, einfach Uber genommen und gib ihm. Super. Wir fangen direkt mal an mit der ersten Frage. Erstmal schön, dass du da bist. Wie hat es bei dir alles angefangen mit Hip-Hop? Wie bist du da mit in Berührung gekommen? Und wie hast du deine ersten Antastungen mit der Musikszene, also beziehungsweise mit der Musikproduktion gehabt? Also in Berührung gekommen mit Hip-Hop war damals, ich glaube, das erste Ding, was ich so hart gefeiert habe, war I Got Five on It. So harter Klassiker. I got five on it. Genau, diese Filme. Davor hier Fresh Prince, DJ Jazzy Jeff, das war so das, was ich zu Hause hören durfte. Von deinen Eltern dann aus? Von meinem Vater primär, genau. Also wie man es mir ansieht, afrikanische Wurzeln. Ja. Aus Uganda kommt mein Vater, meine Mutter aus Deutschland. Und Paps war halt bei der US Army und deswegen wurde halt dann immer ein Auge drauf gelegt früher, okay, was hört der Kleine für Musik? Und, mit Platten noch, oder? Nee, das waren CDs. Und also ich damit angefangen habe. Und wie gesagt, Fresh Prince, Jazzy Jeff, das war immer okay. Und ja, dann kam halt dann irgendwann so I Got Five on It, da bin ich so ein bisschen drauf hängen geblieben. Und dann ging es immer so die Schiene weiter über Westside Connection. Und ich hatte damals auch auf der Army Base, hatte ich halt so meinen ersten Job und so Tüten-Einpack-Service mäßig und da habe ich halt mit den ganzen Jungs immer gechillt und da gab es halt eine Freestyle-Sessions und da hat halt immer jeder seine Bars mitgebracht und ja, so ging das dann halt los und irgendwann hast du dann auch angefangen so zu schreiben und hast dann halt mit den Jungs mitgefreestylt und irgendwann hat sich halt einer mitgenommen ins Studio zum Aufnehmen. Und da ging es halt dann los, dass ich mich dann so ein bisschen ernsthafter mit beschäftigt habe. Also jetzt ohne jetzt hier Marketingabsichten etc. Einfach nur so just for fun quasi. Die Aufnahmemöglichkeiten genutzt habe. Und ja, mit der Zeit hat man dann halt eben die Liebe zur Kunst gefunden. Wie gesagt, die ganze Zeit halt auf Englisch dann. Und wenn ich jetzt ein paar Jahre vorspule, habe ich jetzt halt knapp vor 2 Jahren habe ich halt angefangen, das Ganze auf Deutsch zu betreiben, weil ich halt gemerkt habe, okay, Englisch ist zwar cool so für den internationalen Freundeskreis, aber so, ich sag mal so auf kommerzieller Basis geht halt nichts in Deutschland und es juckt im Endeffekt auch keinen. Und ja, habe ich mich dann angefangen mit der deutschen Sprache dann auseinanderzusetzen in der Musik und habe dann so für mich getüftelt, bis ich meinen Sound gefunden habe und ja, Anfang 2020 habe ich dann quasi auf Deutsch ja, die deutschen Tracks so das Licht der Welt erblickt. Dieses Jahr? Ja genau, Anfang dieses. Davor halt ein Jahr so getüftelt, ein bisschen rumprobiert, Sound gefunden, auf Beatstars und Konsorten mich durchgeklickt und ja, dann so langsam so ein Team quasi aufgebaut. Grüße gehen raus an Moin Feis. Und der engineert mein Zeug immer. Und aber produktionstechnisch hast du dich da noch nie mit befasst. Also du bist immer nur als Rapper, immer Schreiberling, ja. Nur als Rapper ins Studio gegangen und genau. Producing-mäßig Genau. hast du dann einmal die Jungs einfach geholt. Genau. Damals, wie gesagt, verschiedene Produzenten gehabt, die halt dann eben die Beats gemacht haben. Und seit ich halt das auf Deutsch mache, ging es halt dann eben über die Soundclick, Beatstars Schiene. Ja. Wie war dein Army-Rap-Name? Ganz früher war das Hardcore, also HAWDCOE. Und ja, da haben wir so, sagen wir so, Clubmucke im Endeffekt gemacht.
und so ein bisschen auf Clubtour unterwegs gewesen, also Vorgruppe auch hier Busta Rhymes und wen gibt's da noch, 112, Fat Man Scoop und solche Was ist Geschichten. Vorgruppe von Busta Rhymes? Ja, auf der Big Bang Tour war das das war glaube ich hier Reutling, Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls, war auf jeden Fall nice. Damals halt, wie gesagt, einfach nur so für die Liebe, also kein Geld, gar nichts, einfach nur hingefahren. Wie kam das dazu, dass die da gesagt haben, hey, hast du Bock? Das war über eine DJ Connection. Shoutout DJP. Der war damals, glaube ich, jetzt immer noch bei Big FM mit am Start. Und der hat das halt dann so gedribbelt für uns. Du mit Crew dann hin? Ja, genau. Ich habe dann meine Songs gemacht. War noch ein Kollege dabei, der gesungen hat. Und ja. Cool. Ja, Mann. Ja, nice. Jetzt bist du Deutschlandstart aus Frankfurt. Was geht in Frankfurt? Bist du da connected? Wen findest du cool? Wen findest du scheiße? Hier direkt Fitner machen. Ja. Ja, muss dazu sagen, ich bin also viel umgezogen, bedingt halt dadurch, dass mein Vater bei der Army war, halt häufig umgezogen. Und lange Zeit, also bevor ich in Frankfurt war ich in Bad Kreuznach am Start, weil er da stationiert war. Und ich bin dann halt vor knapp 3 Jahren bin ich nach Frankfurt gezogen, schon länger in Frankfurt, also arbeitstechnisch bestimmt schon 7 Jahre am Start und Nachtleben technisch, aber dann so richtig hingezogen, dann so vor knapp 3 Jahren. Frankfurt der Szene, wen feiert man? Klar, Azad Abi, auf jeden Fall ein Muss. Ich finde hier Newcomer-mäßig, finde ich nice. Aus Offenbach, zählt ja zum Kreis Frankfurt. Wie heißt jetzt, fällt mir sein Name nicht ein. Ramo, genau, hier Ramo. Ist er nicht auch in Berlin? Der ist bei Qualitäter, glaube ich. Der ist beim Massiv gesigned, aber kommt prinzipiell aus Offenbach. Die ganzen 385i-Jungs machen auch ihr Ding. Ja, Olexej, Nimo, stabil, Aslax, am Start. Was hältst du von Arabi? Arabi finde ich nice, auch so Straßenvibes. Ich habe mir sein Album letztens angehört, ich finde es richtig krass. Stabil, stabiler Bruder, auf jeden Fall. Arabi ist auf jeden Fall krass. Ja, und jetzt bist du in Frankfurt und ziehst du dein Ding hoch. Hast du jetzt auch einen Pulli an von deinem ja, also genau, ein bisschen hier bisschen Merch? Eigenes Merch promoten. Was habt ihr denn da jetzt gegründet? Ein Label oder? Also prinzipiell bin ich ein Independent Artist, noch labellos. Bin auf der Suche nach Management und klar gerne auch Label, die den Vertrieb etc., die ganzen Kopfschmerzsachen übernehmen. Aber zurzeit noch Solo-Army-mäßig unterwegs. Wie gesagt, Support vom Feis. Der hilft mir engineermäßig aus. Also ich hole mir die Beats dann halt immer auf Soundclick, lass mir da die Spuren schicken, kaufe mir dann die entsprechenden Lizenzen. Feis pimpt das noch so ein bisschen mit Breaks und alles. Und dann schicke ich es zum Mastern, zum Trug. Also aufnehmen mache ich zu Hause. Ich habe mir da so ein Studio eingerichtet. Da kann ich halt eben in Ruhe schreiben. Und ich bin da sehr kritisch. Recordest du auch daheim? Ich recorde auch daheim. Ja, und dann schicke ich halt eben den Feis, der mixt das dann. Und zum Mastern kriegt es dann in der Regel der Trug. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr kritischer Schreiber. Ich sitze auch teilweise mal so eine Stunde so von allein, weil die mir dann nicht genug puncht oder so. Und ich meine, ja, aber ist auch wichtig. Ja. Ich meine, du bist ja auch Artist, du kennst das, oder du nimmst was auf und hörst es halt am nächsten Tag und denkst, perfektionistisch veranlagt auf jeden Fall. Ja, also ich bin halt so ein Line-Nerd manchmal. Steht auch manchmal so ein bisschen im Weg, weil du könntest die Dinger dann halt im Endeffekt schneller fertig machen, aber im Endeffekt, wenn es einmal aufgenommen ist, du hörst es ja auch selbstständig an und wenn du es selbst nicht feierst, dann kann man eben nicht hinten dran stehen. Deswegen, also ich bin auch ein Typ, ich nehme dann mal so ein Ding auf, dann lasse ich es ein paar Tage liegen, dann höre ich es mir nochmal an und dann verwerfe ich gegebenenfalls nochmal das eine oder andere. Also, ja, ich könnte es mir einfacher machen. Ich wünsche manchmal, ich würde es auch tun, aber so bin ich halt. Geht nicht mehr. Ja. Und was hörst du gerade aktuell für Mucke? Aktuell, also englischsprachig J. Cole viel. Im deutschsprachigen Raum höre ich eigentlich so Playlisten viel, wobei man da auch viel skippen muss man ehrlicherweise zugeben. Also die neuen Azad-Sachen gefallen mir, wie gesagt, Ramos nice. Was gebe ich hier noch häufig? Wie gesagt, Arabi war auch nice. Außerhalb von Frankfurt, lass mich kurz mal überlegen. Nicht, dass ich jetzt nur Frankfurt-Sachen höre, aber mir fällt gerade nichts ein. Hier Shadow 030 zum Pumpen ist ganz gut. Manuels macht auch stabile Mucke eigentlich. Ja, aber ist bei mir so mit Namen, wenn ich dann auf dem Spot genau die sagen muss, ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber wie gesagt, ich höre viel, konsumiere viel Deutschrap auch, so bin ich auch Fan so. Und Pumpen hast du gesprochen, was machst du denn für Sport? Fitness,
Nur mäßig Fitness? und nur Fitness. Früher Basketball auch, ja. Aber da ist die Verletzungsgefahr immer dann halt doch recht hoch. Vereinmäßig auch? Verein nicht mehr. Früher war halt die Wahl, okay, entweder Bundesliga oder Ausbildung. Echt? Und ja, das ist aber auch schon 10 Jahre her. Und habe ich damals dann irgendwie für die Ausbildung entschieden, weil die Knie waren auch schon so ein bisschen shaky. Und Basketball war halt auch damals nicht Fußball, also sprich, du konntest halt nicht so die Riesenkohle mit verdienen. Ja. Und dann habe ich lieber, damit Mama beruhigt schlafen kann, so den safen Weg gemacht. Ich hatte das so eine ähnliche Story bei mir. Also ich wollte eigentlich auch Fußballprofi werden ursprünglich und hatte dann mit 18 oder mit 17 auch ein Angebot von einem Profi-Club im Raum München. Stabil. Auch die Jugendbundesliga gespielt haben. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich werde jetzt Fußballprofi. Ich habe das Angebot, ich kann dahin. Und meine Mutter so, nein. Mach deine Ausbildung, halt's Maul. Da war ich voll pissed, Alter. Ja, kann ich verstehen. Ne? Ja. Ja, vor allem Fußball machst du ja gut Asche damit, ne? Ja, eigentlich auch, Alter. Meine Mutter hat es irgendwie nicht verstanden, aber es war irgendwie crazy. Aber ja, viele Leute, auch gerade im Basketballbereich, B-Tide hatte ja auch so eine ähnliche Story, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja, so am Rande habe ich es mitbekommen, ja. B-Tide war ja auch irgendwie, hat sich dann mal für den Profisport entschieden oder wollte das irgendwie machen und hatte dann eine schwere Verletzung. Okay. Ja, das Sportgame ist auf jeden Fall hart. Ja. Bereust du's? Nee, im Endeffekt eigentlich nicht, weil hört sich jetzt blöd an, ich weiß für mich, okay, ich hätte es schaffen können. Wenn der Hunger dann halt eben auch nicht mehr so da ist, weißt du, das dann 2-mal am Tag Training und so, Ja. hört sich jetzt im Nachhinein, hört sich blöd an, aber also nicht, dass 2-mal am Tag Training jetzt irgendwie wild ist, im Vergleich zu einem normalen Job, sag ich mal, ja. Aber der Hunger war halt einfach damals nicht da und alles kommt so, wie es kommen soll, auch wenn es sich blöd anhört, aber da glaube ich halt dran. Und jetzt versuche ich mein Ding halt mit der Mucke. Also ich bin ehrlich gesagt auch glücklich, dass ich diesen Weg dann doch nicht eingeschlagen habe, wenn ich ehrlich bin. Ja. Weil es ist ein extremer Druck auch. Ja. Als Künstler ist man vielleicht doch ein bisschen sensibel. Und ich finde, wenn man im Profisport stattfinden möchte, dann muss man einfach auch irgendwo ein Roboter sein. Ja, safe. Weißt du? Safe. Du musst jetzt nur von A nach B laufen. Wenn du nicht läufst, dann macht es ein anderer. Verpiss dich. Ja. Das ist crazy. Und vor allem, wenn du halt nicht ablieferst, bist du auch ganz schnell weg vom Fenster. Ja, sofort. Also du musst nur einfach funktionieren. Wenn du das nicht tust, dann ciao. Genau. Dann, ist schon krass. Also für mich persönlich, ich bin an dem Druck teilweise schon echt hart verreckt, Alter. Okay. Gerade wenn du im Jugendtraining bist bei Fußball, es dürfen immer nur 11 auf dem Platz stehen. Ja. Ich erinnere mich an Trainingssituationen, Kadersituationen, dann hatten wir 80 einsatzbare Spieler. Weißt du, 80. Ja, 80. Das Footballteam. So, ja, das war bei Würzburger Kickers. 80 Leute, Alter. Sag, beiß dich mal durch. Ja. Es können nur 11 auf dem erste, zweite, dritte Mannschaft können immer nur 11 spielen. Allein das sind dann 30. Ja, keine Ahnung, komische Situation. Ist man muss schon sehr, sehr hart sein. Aber lass uns nochmal über Frankfurt reden. Kriminalität in Frankfurt. Du thematisierst die Kriminalität in Frankfurt auf jeden Fall auch. Ist es das, was du siehst, wenn du durch Frankfurt gehst? Und wenn du sagst auch, du machst dir sehr viel Gedanken über deine Texte, dann sind das ja auch Sachen, über die du dir dann intensiv Gedanken gemacht hast. Also was ist die Aussage von deiner Mucke und wie kommt es dazu? Du läufst durch Frankfurt und siehst die Junkies und denkst dir, boah, ich will das jetzt thematisieren. Ja, ist halt, ich weiß noch, das Frankfurter Stolz-Ding, ich nehme an, du spielst auf den Song an, das habe ich geschrieben, da bin ich relativ frisch nach Frankfurt gezogen so. Und hab halt eines Nachts, hab ich dann halt da gesessen, hab halt so die Skyline mir angeguckt so. Und dann ging es halt einfach los, irgendwie 2-3 Tage vorher noch von Bullen angehalten. Deswegen auch direkt so Blaulicht im Rückspiegel. Und dann hat man halt die ganzen Bilder, die man halt dann, wenn man so durch die Straßen läuft in Frankfurt und auch die Stories, die man von Kollegen oder Bekannten halt eben mitkriegt, so gehen dann halt eben durch den Kopf. Und das Ding war auch relativ schnell geschrieben, also so für meine Verhältnisse 3/4 Stunde habe ich das geschrieben gehabt. Und also Hook stand da halt eben noch nicht und das war lustigerweise, kam ein Kollege, Shoutout an Daniel, der auch auf dem Song mit drauf ist, zu ihm gesagt, ey Digga, mir fällt hookmäßig, was soll ich denn jetzt nehmen? Ja, also es war auch keine Absicht von mir am Anfang, so jetzt so eine Frankfurt in Anführungsstrichen Hymne zu schreiben. Ja. Ich habe halt einfach geschrieben so und dann ruckzuck waren halt die 216er da. Und da hat halt einfach nur, wir haben den Beat gehört und er hat dann irgendwie einfach nur so vor sich hingesungen, so Frankfurt, das ist es. Und dann habe ich halt noch, wie gesagt, die Hook dann daraufhin fertig geschrieben und ja, einfach
du verarbeitest, also ich verarbeite so in meiner Musik so die Gedanken, so die Bilder, was man halt so tagtäglich entweder selbst sieht oder mitbekommt durch Bekannte oder Kollegen und versuche halt damit meine Meinung Ausdruck zu verleihen. Bist du schon mal mit Kriminalität in Berührung gekommen? Hast du schon mal irgendwas angestellt, wo du sagst, wow, scheiße? Ich selbst, bedingt halt eben auch durch den Sport. Ja, ich war halt immer sehr so auf dem Sportfilm, immer Basketball oder Fitness dann halt und habe jetzt selbst so keine Berührung so mit Bullerei, außer so die Standarddinge, du wirst halt angehalten, Auto wird durchsucht, solche Geschichten halt. Ja. Aber jetzt habe ich mir so nichts zu Schulde kommen lassen. Ja. Noch nie mal so richtig weggemacht von der Polizei mit richtig großen Tamtam, Gericht und so weiter. Nee. Und Drogen, bist du damit auf jeden Fall schon in Berührung gekommen? Ja, du hast halt früher, so weißt du, hast mal probiert, so ein bisschen Weed. Gekifft, aber war dann irgendwie, war nichts für mich. So, ich mag das. Andere Drogen? Nee. Also ich jetzt, egal. Also gib ihm. Nee. Also ich mag das einfach nicht, so Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Ich mag das einfach nicht. Also auch, ich trinke auch keinen Alkohol, also ab und zu mal vielleicht an Neujahr so, irgendwie gibt mir nichts, also es schmeckt mir auch nicht. Ja, hört sich jetzt voll crazy an. So. Ja, ich hab dir ein Bier angeboten. Ja, Bier ist viel zu bitter, sogar Bananenweizen hatte viel zu bitter. So, ja, das ist halt das Problem, weil durch meine Zeit halt auf der Base, da gab es halt immer dieses Süßzeug. Ja, meine Schwester sagt immer, ich habe halt die Geschmacksnerven so eines 10-Jährigen. Und deswegen, das ist gut. Ja, hat was, ja. Wenn du nicht Bier, rauchst, Wein, wenn du nicht trinkst, Digga, du schmeckst viel intensiver. Ja, aber erzähl weiter. Ja, wie gesagt, Bier, Wein, also nicht irgendwie, weil ich sage, okay, ich vertrete das jetzt, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, es schmeckt mir einfach nicht. Ja, und auch bedingt durch den Sportfilm halt eben, tote Kalorien sind keine guten Kalorien so. Deswegen bin ich da eigentlich sehr clean. Voll raus. Weißt du den 50-Cent-Style? Darauf muss ich jetzt nochmal kurz einen Sip machen. Ja, meine ich auch. Wasser. Ja, dann lass uns nochmal. Also, Frankfurt, Drugs hast du nicht genommen. Kriminalität haben wir durch. Musikalisch, was hast du denn jetzt geplant? Hast du jetzt ein Album geplant? Hast du jetzt mehrere Singles geplant? Was ist dein Vorhaben? Also wie gesagt, ich hätte gesagt, dieses Jahr Reichweite aufbauen. Ich habe jetzt eine Single haben wir jetzt noch im Kasten, also die nächsten 2 stehen schon. Ein Video ist auch schon abgedreht. Darauf kommt halt eben das Ding für den Most Wanted Sampler von Preußisch Gangster. Da werden wir jetzt, ich glaube, nächste oder übernächste Woche. Das sind ein Haufen Leute drauf. Ja, also stabil. Ich habe das jetzt schon 1000-mal gehört und gesehen und so, gell? Ja, ist halt cool. Das Projekt ist halt nice, so sind halt viele Newcomer auch drauf, ja, aber auch dann viele Legenden. So, das halt die Cool Savages, die Rillas. Ich hab Prinz P gehört, Prinz P ist am Start, Picasso, genau. Coca Slim. Jetzt muss ich wieder Name droppen, warte mal. Genau, Rilla war noch mit drauf, dann... Sido habe ich auch mal gehört. Habe ich auch gehört, aber ich habe noch keinen Trailer gesehen. Ich kurz überlegen. Sosa NRW ist noch mit am Start. Der Konsum 57. Martinique, glaube ich. Entschuldigung, wenn ich den Namen nicht mehr ganz so auf dem Schirm habe. Der Instagram-Flex so. Also sind auf jeden Fall ein Haufen Newcomer, auch stabile Jungs am Start so. Ja. Grüße gehen raus auch an Nico so. Der ist auf mich zugekommen, hat Bando gefeiert, gefragt, ob ich Bock hab. Ich fand ja klar. Und hab ihm das Ding halt dann, also kommt auf jeden Fall so auch ein nices Brett, haben wir da gezaubert. Und da wird es auch auf jeden Fall ein sehr nices Video zu geben. Also wie läuft das dann ab bei Preußisch Gangster? Ich will ja dazu keine Informationen leaken, aber wenn die schon Trailers raushauen ohne Ende, da kann man da auf jeden Fall schon mal drüber reden. Ja. Was ist denn der Plan da? Die wollen jetzt eine CD pressen oder was haben die da vor? Genau, also soll diese Label-Sampler soll dann Ende des Jahres kommen. Also genaues Release-Datum habe ich jetzt auch noch nicht. Mit 20 Tracks oder was? Oder das werden mehr als 20 Tracks. Ja. Direkt so ein Übermammut-Projekt. Ja. Also ich glaube, 50 Rapper sind da am Start. 50? Ich meine. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, ich habe irgendwie... Ich muss mal auf Instagram checken, aber ich meine. Der Typ, der das macht, kratzt die Mucke nur zusammen und vertickt es dann? Oder macht der auch Beats oder was? Wem geht es meines Erachtens kümmert er sich halt um den Vertrieb, darum, dass alles läuft so. Ne? Müssen wir dann mal schauen, wie wir das dann machen, so danach mit einer Zusammenarbeit. Müssen wir auch nochmal sprechen so. Der zieht das jetzt auf jeden Fall aus, ist ja nicht, also der zieht das auf, ist jetzt nicht der erste Sampler, ist ja der 5. schon. Ja. Ich sehe es erstmal dieses Jahr. Ja.
Also ich krieg's dieses Jahr auch zum ersten Mal so richtig mit. Ja, bedingt halt dadurch, dass die Welle dann schon ganz groß ist, so auf Insta und Co. Wie gesagt, Posts sind bedingt halt eben auch durch die vielen Newcomer ist halt dann auch die Reichweite dann deutschlandweit. Ist ja nicht nur so auf ein Gebiet reduziert, sage ich mal. Ist halt deutschlandweit, machen da die Leute immer ganz gut Welle. Ja. Und ich bin gespannt, was da so geht. Also mit dem Sampler zum einen und zum anderen, welche Türen da wieder aufgehen. Und ja, also ich werde auf jeden Fall weiter grinden, so immer. Ich meine, ich mache das ja aus Liebe zur Sache. Ja. Und klar will man dann auch irgendwann so die kommerziellen Lorbeeren haben, so. Aber ich werde da auf jeden Fall weiter meinen Weg gehen. Definitiv, klingt geil. Also Preußes Grenzer werde ich mir auf jeden Fall geben, wenn es dann mal so da ist. Ich warte immer, ich sehe da schon seit einem halben Jahr Trailer, Digga. Ja. Weißt du, ohne Datum. Ja, ich weiß. Obwohl Ende des Jahres soll. Ja, genau. Ich habe auch noch kein genaues Datum. Immer so, hier der Trailer kommt bald. Ja. Okay, Digga. Also, 2-3 Wochen später wieder Trailer, kommt bald. Und so, du wartest, Digga, kommt nicht. Aber 2020 wird auf jeden Fall noch was passieren. Ja, aber es ist cool, dass die sich auch mit Newcomern. Ja. Das ist auch vom Konzept her eine coole Idee. So. Du machst deinen Vertrieb alles selber? Alles selber. Wo bist du beim Vertrieb? Recordjet. Ist das einfach nur so ein Internet-Online? Ja, genau, so Internetvertrieb, ballerst dein Zeug da hoch und die haben halt so eine gute Return-Rate. Und gibt's auch Pakete und sowas? Was du da da kannst du auch so Pakete buchen. Ja, also ich habe bis jetzt mich nur auf das Single-Game quasi konzentriert, halt immer Singles rausballern. So reinstellen, genau. mäßig so. Der Plan ist jetzt halt, nach dem Preußisch Gangster-Ding bin ich halt so parallel an der EP auch am Arbeiten, bin ich gerade so den Sound dafür am Finden. Und klar, man hat auch noch Tracks auf Halde, ja, also ich werde auch weiterhin so noch die Leute versorgen, aber Ziel ist dann jetzt erstmal so eine EP, vielleicht so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dann halt eben fertig zu machen, dass die dann am Start ist, wenn dann halt eben das mit Preußisch Gangster, dann wenn da irgendeine Tür aufgehen sollte, dass man direkt dann nachlegen kann. Ja, cool. Also also jetzt nur so als Tipp, bei Spin-Up zum Beispiel oder iGrooves und so Geschichten, wenn du dich da anmeldest und also Spin-Up ist ja zum Beispiel von Universal, die nehmen jeden. Bei iGrooves musst du eine Anfrage schicken, ist aber jetzt auch nicht so eine große Politik, da reinzukommen, wenn du cool bist. Also wenn die hören, dass du jetzt kein kompletter Headset-Rapper bist, weißt du, was ich meine? Aber du kannst da Sachen kaufen, dass die dich in die Playlisten ballern, weißt du, das kostet dann irgendwie 100 Euro und dann bist du in einer bestimmten Playlist. Oder, also diese ganzen Sachen sind eigentlich kaufbar. Ja, stabil. Weißt du, das hat nichts mit Coolness und da sitzt keiner, der sagt, oh ja, ich feiere jetzt Flair, deswegen tue ich ihn da rein. Nein, der zahlt Geld dafür, weißt du, so, dass sie da stattfinden. Nur so mal kurz Randinformation. Dann noch eine Frage, Digga. Wie spricht man deinen Namen richtig aus? Einfach Cäsar. Cäsar? Ja. Das, okay, weil ich habe das immer versucht einzugeben, ich war mir nicht sicher. Ich hab's 3-4 Mal. Ja, ich muss mit einer 3 machen, so wegen Googlebarkeit. Sonst kriegst du halt nur. Aber es gibt noch einen anderen mit einer 3, ne? Echt? Ja. Warte, mach jetzt nicht sowas. Ich habe jetzt, nee, also du hast jetzt 2 Zahlen drin, kann sein? Nee, ich habe nur eine. Ich habe da aber, bei dir ist der 4. Buchstabe nicht. CA3SAR. CA 3SAR. Muss man mal schauen später, aber ich habe dich nämlich versucht vorhin bei YouTube einzugeben und dann kam ein Rastafari. Oh. Ja, da kam ein Freund aus, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, der hat so andere Mucke gemacht. Stabil. Ja. Ja, Corona. Wie hat dich Corona getroffen? Hat es dich genervt? Hat gut reingeschissen, Corona auf jeden Fall. Ja klar, so das komplette Live-Geschäft ist halt komplett tot. Geht so gar nichts mehr. Klar, generell so Quarantäne ist halt auch nicht geil. Also am Anfang so der Lockdown. Warst du alleine? Neben meiner Freundin zusammen, also alles gut. Dann ist doch eigentlich ganz okay, oder? Ja. PlayStation gespielt. Xbox, ja. Jetzt haten alle wieder, der spielt Xbox, ja. Ich habe damals angefangen mit Xbox, was soll ich machen, und habe halt immer die nächste Xbox gekauft. Xbox 360 war damals auch viel geiler als die anderen. Ja. Also ich bin auch eigentlich tagelang Xbox gewesen, aber dann habe ich auch gesagt, komm, wir holen eine Xbox. Meine Freundin so, nein, ich will eine PlayStation, obwohl die eigentlich gar nicht so viel zockt. Ja. Aber die zockt? Die zockt ein bisschen, ja. Stabil. In der Quarantäne hat es angefangen. Also wir haben dann, Gruß geht raus an Großes K. Das ist mein Spieledealer.
der hat halt voll viele Playstation-Spiele, weißt du so. Ja. Und ich habe die Playstation, also wir haben das für die Quarantänezeit, also vor der Quarantäne, eigentlich haben wir es für den Winter gekauft. Die Playstation und wollten dann eigentlich nur so gegeneinander Sachen zocken, weil ich gegen meine Freundin immer so am Handy Sachen gezockt habe. Und das wird aber dann irgendwann langweilig. Wir haben viel Risiko am Handy gegeneinander gespielt. Zum Beispiel, dass wir halt irgendwas haben, wo wir gegeneinander battlen können. Und dann haben wir angefangen, einfach die Playstation zu holen, immer nur so Multiplayer-Games Was zum Beispiel? zu holen. Multiplayer-Games, also die wir gegeneinander gespielt haben, war Risiko. Also wir waren richtige Risiko-Junkies. Ich weiß nicht, ob du Risiko kennst. Ist das so Frage-Antwort-mäßig oder? Nee, Risiko ist ein Kartenspiel, so ein Militärkriegsspiel, wo du nur auf Strategie andere Länder einnehmen musst und so. Aber nicht so auf Kämpfenbasis, sondern eher nur rein auf Strategie und so aufgebaut. Okay, nice. Risiko ist ein extrem geiles Spiel, Digga, empfehle ich jedem. Muss man checken. Ja, dann hat es noch, ging es dann weiter mit Peggle. Kenn ich auch nicht. Peggle ist auch so ein Spiel, wo du so Dinger abballern musst mit so Kugeln, das kannst du halt einfach gegeneinander zocken. Es gibt nicht mehr viele Multiplayer-Games, die du zusammen zocken kannst. Das ist halt FIFA zum Beispiel. Aber meine Freundin ist halt Anti-Fußball. Dann, was gibt's noch? Gran Turismo haben wir dann auch gezockt. Also mit Autorennspielen kannst du mich jagen, Alter. Ich bin da auch nicht so der Fan, aber wir haben es halt geholt, weil das jetzt einfach so da war. Aber was wir dann noch geholt haben, wo wir richtig drauf hängen geblieben ist, wo meine Freundin auch richtig zum Zocker wurde auf einmal in der Quarantänezeit, war Assassin's Creed. Ja, hab ich auch. Das hat sie hart gezockt. Ja. Das war da war richtig geil. Ja. Auch so Multiplayer-mäßig? Nee, das haben wir alleine gezockt. Story also, ja, weil die Story dann einfach cool ist, da kann der andere einfach daneben sitzen. Das ist ja dann wie ein Film, den du guckst im Endeffekt, weißt du? Aber das geilste Spiel, was ich jemals gezockt habe mit dir zusammen, wo wir richtig von Anfang bis Ende richtig am Start waren, war Detroit. Kenn ich gar nicht. Kennst du nicht Detroit, Digga? Nee. Ich bin halt so ein straight-up Call of Duty mit den Homies am Suchten immer. Ballern. Da so bin ich gar Warzone. nicht. Das ist gar nicht mein Ding. Ich zock nur Pro Evolution Soccer oder irgendwas mit meiner Freundin. Okay. Weißt du so, aber, oder GTA. Aber so, Ego-Zock, ich komme da nicht klar, Digga. Ich weiß nicht, was mein Ja, ich finde es halt so nice, so mit den Brüdern so am Headset, so das. Ja, so fresh, online so. richtig so. Anders geht's nicht. Mein Neffe ist da voll der Freak, Digga. Der auch Call of Duty, den Zombie-Mode habe ich damals gefeiert. Ja, Zombie war legendär früher. Ja, das war richtig krass. Da kann man sich drauf aufhängen, auch das mit war, Freunden. Ja, das war früher so, ich weiß noch eine Story, um 10 Uhr abends, ja komm, lass noch mal kurz eine Runde zocken. Ich schwöre, wir haben bis 6 Uhr morgens durchgezockt, einen miesen Rekord aufgestellt. Ja, da kannst du hart rumsuchten auf jeden Fall mit Call of Duty. Call of Duty ist richtig krass. Grüße raus an die Skirt Crew. Es ist krass, aber ich kann es nicht zocken. Mein Gehirn packt es nicht, dieses dumme Töten, weißt du, was ich meine? Ja, ist aber jetzt bei den neuen Dingen, bei dem Warzone, das ist ja so wie heißt das Ding, was alle zocken, was die ganzen Kids immer auch zocken? Das bunte Teil. Ich weiß, was du meinst. Also, wie heißt der denn, Alter? Fortnite, genau. Fortnite. Ja, ist halt für Männer, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Ja, kein Disrespect an Fortnite. Aber das ist halt echt nice. Du kannst so taktisch zusammen zocken. Macht richtig Bock. Rede weiter. Ja, und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr alt genug seid, gönnt euch. Detroit, um dir nochmal kurz dazu zu sagen, Detroit ist das krasseste Spiel, was ich jemals gezockt habe. Ich sag dir mal so, wie es ist. Ich habe das geholt. Kandala sagt zu mir so, Digga, Detroit und so, glaub mir krass und so, kannst aber leider nur alleine zocken. Ich habe eigentlich gedacht, das ist so ein Open-World-GTA-Spiel. Ja. Aber es ist ein Spiel, du bist da 2050 oder so und du spielst einen Roboter. Also quasi die Menschheit hat schon Roboter in die Welt gesetzt. Das ist ein halber Film und ein halbes Spiel. Bedeutet, die werden immer wieder Fragen gestellt. Also da kommt ein Typ und das, was du antwortest, beeinträchtigt die Storyline. Genau, die Geschichte. Ich fand das so geil. Und dadurch, dass du halt einen Roboter spielst, solltest du eigentlich immer wieder handeln wie ein Roboter. Aber dadurch, dass du ja mit menschlichen Emotionen, zum Beispiel, das ist voll crazy, du spielst da den Hausroboter zum Beispiel von einem Alkoholiker mit seinem Kind. Und dann sagt der zu dem Hausroboter halt die Fresse. Weißt du, was ich meine? Stell dich dahin jetzt. Ja. Und dann siehst du, wie der Typ aber zu dem Mädchen geht und die klatscht. Weißt du? Ja. Und dann werden die so Fragen vorgestellt. Kind helfen, Kind nicht helfen. Nicht helfen wäre die Roboter. Und so zieht sich das über das ganze Spiel. Okay.
Empfehle ich auf jeden Fall hart. Ja. Aber gibt's da auch, ist das die ganze Zeit nur so mit Fragen beantworten oder kann man doch wirklich... du läufst auch rum und so. Okay. Du musst ja dann auch So ein Open-World-mäßiger Anteil ist dann schon. Teilweise. Also du kannst schon, aber ich finde es halt einfach richtig geil. Und bei uns war es halt so, wir haben dann teilweise, weil irgendwann hast du auch einen Bezug zu den Charakteren, was da passiert, wie er handeln würde und so weiter. Und bei uns war das dann am Schluss die komplette Eskalation. Also die ganze Welt ist dann irgendwie untergegangen, weil wir immer viel zu menschlich gehandelt haben. Kann man dann nochmal irgendwie zu bestimmten Speicherpunkten zurück und dann nochmal anders, einen anderen quasi Erfahrungsbaum spielen? Ich habe das dann nochmal neu gespielt, weil wir gesagt haben, wir wollen das jetzt hier nicht so in der kompletten Eskalation hinterlassen, haben es dann nochmal gespielt und haben dann wie Roboter gehandelt, dass alles gut wird, aber dann war das Spiel auch ganz schnell vorbei und die Roboter sind ganz schnell gestorben. Ja, crazy. Noch eine Frage, jetzt immer wieder auf das Rap-Ding zurückzukommen. Wer macht deine Videos? Meine Videos, also Frankfurter Stolz hat Daniel Arthaus gemacht. Sehr geile Videos übrigens, habe ich gefeiert. Der gebe ich auf jeden Fall weiter. Ja. Bando und Drip Hard, hier Rich Production, aus NRW kommt der Bruder. Und Lego hat der Robin gemacht, Rob Spin. Ja, und das nächste wird jetzt auch von Rich Production noch kommen und danach das von den Jungs von Format 67. Was geht bei denen so referenzentechnisch? Machen die auch andere Leute? Der Michael und der Elias von Rich Production, die machen viel so im Untergrundbereich. Ja, wollen sich da jetzt halt so einen Namen aufbauen. Die Jungs von Format 67, die haben, glaube ich, für Motrip eins gemacht. War das Trip? Ich weiß gar nicht mehr, welches sie gemacht haben, aber eins für Motrip, das weiß ich. Und der Daniel war halt von Daniel Arthaus, war halt vorher nicht so auf dem Hip-Hop-Film, das war auch wieder so zufällig kennengelernt, so beim Fotoshoot von meiner Freundin, das Lied gezeigt, hat gemeint, oh, ich habe viele Aerials aus Frankfurt, weil der macht ja viel so Aerial-Geschichten. Was heißt Aerial? So mit der Drohne rumfliegen und so geile Bilder halt dann eben von Gebäuden etc. einfangen. Und hat gemeint, ich hab Bock da drauf. Ich meine, ja, stabil, korrekt, lass machen. Und ja, so ist das dann zustande gekommen. Und die Rich Jungs haben mich halt einfach angeschrieben, nachdem die Frankfurter Stolz gesehen haben. Und bei Drip Hard habe ich dann die von Format 67 kennengelernt und es geht halt immer so ein Türchen, geht halt dann immer auf, so, ja, dass man dann so unterschiedliche Looks hat und ja, ist auch geil. Ja. Ich fand das Frankfurter Stolz fand ich schon echt sehr cool. Dankeschön. Da habe ich dich ja damals auch dann. Das war auch mies kalt, als wir das geschossen haben. Ja. Ja, ich habe auch mal sowas gehabt vor 10 Jahren. Ich kenne das, Alter. Da bist du da bei minus 3 Grad, ja, Alter. Ja, genau, oben so noch hier Rooftop, wo über der Wind bläst. Ja. Musst aber trotzdem noch cool gucken. Ja. Wenn ich bis so. Nimm mal die Kapuze runter, so nein. Ja. Live-Game hast du vorhin auch schon angesprochen. Was geht bei dir live, Digga? Du bist live am Start. Liegt dir live besser, mehr als Studio? Ich finde beides nice. Also ich sag mal so, live holst du dir halt so die Reaktion von der Crowd ab. Live habe ich ja viel gemacht im englischen Bereich so. Mit Rola unter anderem. Auch mit der Rola unter anderem, genau. Und das deutsche Live-Game ist relativ überschaubar noch. Meinst du 2 Dinge? In Frankfurt, der Misi macht er immer einmal im Jahr Misi and Friends, so eine kleine Untergrundgeschichte. So wie jeder dann so eine halbe Stunde Showcase hat. Ja, genau. Da war ich Kollegen Feist dann vorletztes Jahr am Start und letztes Jahr dann so ein kleines eigenes Ding, also ein paar eigene Tracks konnte ich da halt eben machen, in so einem Medley. Und mal gucken, ob das dieses Jahr im Dezember stattfinden wird oder nicht. Man weiß es nicht. Ja, Koronski, Monski. Kackt ihr uns alle an. Ja. Battles, machst du da auch irgendwas? Nee, kein Bock auf Battles? Nee, ich bin nicht so. Also, ich finde es immer so nice so zum Angucken manchmal. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, so Rapper Mittwoch und solche Geschichten habe ich jetzt so noch nicht verfolgt. Kriegt man immer ab und zu mal sowas mit. Gibt gute, aber mir persönlich gibt es viele. Es war nie so meine Schiene. Ja. Mich fuckt es auch ab, dass sie das alle ohne Beat machen. Ja, das finde ich nicht mehr so schlimm. Ich finde es halt so, ich kenne halt die Dinge früher aus den Staaten. So diese richtigen Monster-Battles, hier, mir fallen den Namen jetzt nicht, Loaded Lux und wie die alle hießen. Wo Eminem dann auch mal dabei war, diese Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob Eminem auch mit dabei war. Eminem war auch mal bei einem Battle, ich weiß aber jetzt nicht genau, welches das war. Es war aber noch ziemlich am Anfang seiner Karriere. Nee, das war nach Eminem auf jeden Fall. Da war Eminem schon Fame. Also ja, Loaded Lux hieß da, glaube ich, einer. Und da gibt es halt tausende, Disaster hieß einer. Ja, also gibt's halt, das war halt so richtig nice. Die haben sich dann aufeinander vorbereitet und haben halt dann echt so miese Punchlines und so am Start gehabt. So, das war fresh, aber so richtig drin in diesem Battle-Game war ich nie. Ne.
So zum Reinschnuppern ab und zu mal ist ganz nice so. Aber dann so das richtig da einsteigen, verfolgen war die so meins. Ich finde es eigentlich schon auch so ein bisschen inspirativ, wenn man dann so, es gibt so Zeilen, Digga, wo ich mir dann einfach, wie kommst du da drauf? Ja, das stimmt. Weil, also, es sind schon Sachen, Alter. Weil ich halt eben auch so Punchlines feiere. Ich mag so Wortwitz und so Doppeldeutigkeiten und sowas. Ja. Von dem Aspekt her ist es auf jeden Fall nice. Wenn wir schon beim Wortwitz sind, Alias, kennst du auch? Ja, Maschine. Aus München. Ja, Münchner Rapper. Ja, auf jeden Fall. Krasser Lyriker Ja, auch. Er hat krasse Zeilen. Die krasseste Zeile von Alias, die ich bis jetzt kenne, ist, die habe ich gehört, ich habe mir auch erst vor kurzem, also beziehungsweise 2 Monate oder so her, war, ich drehe das I mit dem E und mache das Lied zu einem Lied. Fand ich voll krass. Aber vielleicht habe ich es nicht komplett. Ja, muss man, braucht eine Sekunde? Und dann, okay. Ja, ich hab's nicht genau, also wiedergegeben, aber so ähnlich. Auf jeden Fall, also er hat es richtig krass verpackt. Kennst du noch andere Münchner Rapper? Wir hatten ja vorhin schon im Talk angesprochen, irgendwie, ich war mir nicht ganz sicher, aber Blumentopf kommen ja hier so aus der Ecke. Ja. So noch von früher. Agro Picasso durch diese Preußisch Gangster Connection habe ich mitbekommen, der ist aus dem Münchner Raum, aber da hört es auch fast schon auf, ja, also kein Disrespect oder so, ja. Aber ansonsten, gibt es noch einen Großen aus München? Nennen wir noch einen Großen aus München? Großes K. Der ist groß. Das ist 2 Meter ungefähr. Okay. Ja, also ich könnte jetzt 30 Münchner Rapper okay. sagen, aber es ist irgendwie mein Game. Ja. Aber ich finde es halt einfach interessant, auch wie ein Frankfurter, ein in Frankfurt lebender Mensch auf die Münchner Szene schaut oder auch gerade als Gast, der hier mal ein bisschen chillt. Was hältst du denn von München? Was ist dein, wenn du hier reinkommst, jetzt mal sofort auf oberflächlich, was siehst du? Was sehe ich? Auf jeden Fall sauber. Also im Vergleich zu Frankfurt, wenn du Frankfurt reinkommst, hast du direkt ein Bahnhofsviertel. Wenn du Pech hast, biegst du falsch ab und dann siehst du so direkt das ganze Elend. Dann hattest du mal Geld und ein Handy. Ja, genau. Gib dein Handy, der Hund. München auf jeden Fall sauber. Auch stabile Polizeipräsenz, habe ich so gesehen. Ich habe auch so von anderen Bekannten gehört, die sind hier nicht zimperlich. Ansonsten, ja, hast halt hier die schönen historischen Gebäude so am Start, hier Marienplatz und Viktualienmarkt und sieht alles auf jeden Fall, ich will nicht sagen so Touri-mäßig aus, aber ist so sehr sauber. Bis auf den Touri-Spots, also Viktualienmarkt, Marienplatz sind die Touri-Spots. Okay, siehst du. Aber so deeper warst du noch nicht jetzt in München, hast du das noch nicht angeschaut. Ja, München ist eine nette Stadt, wir kämpfen damit. Es hat leider nicht vollgesprüht. Wenn du hier irgendwas vollsprühst, ich würde sagen, wenn München mehr vollgesprüht wäre, dann wäre das was anderes. Um die Umleitung vom Sprühen zu machen. Elemente im Hip-Hop. Machst du noch irgendwas anderes? Früher habe ich mal so einen Breakdance versucht, aber so bei einer bestimmten Körpergröße, also 1,95, da sieht das auch nicht mehr so cool aus. Habe ich dann auch schnell wieder einen Nagel gehängt. DJing habe ich nie probiert. Graffiti war auch nie so meins. Also Rappen und Breakdance angekratzt. Bei Breakdance habe ich auch sogar noch eine lustige Story. Ich war auch damals auf dem Breakdance-Film und da wollten wir einen Rückwärtssalto probieren. So diesen einen auf, ich laufe an der Wand hoch und mache einen Rückwärtssalto. Genau. Und brech mir die Wirbelsäule. Ja. Genau, und ich bin hochgelaufen, habe mir so dermaßen den Kopf angehauen, hab geweint und habe dann gesagt, nie wieder mache ich Breakdance. Ja. Du musst auch direkt übertreiben, Alter, mit Rückwärtssalto. Gell, schon. Weil ich 11 Machen wir so oder Six-Step anfangen, so Rückwärtssalto. Direkt Rückwärtssalto, Wand hochlaufen und so. Crazy. Spider-Man, wäre cool und damit hätte man auch irgendwann angeben können. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Ja, ich finde, war ein ganz entspanntes Interview bis jetzt. Ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Abschließend? Ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Einladung und den Support, sodass ich die Reichweite von eurem Channel kriege. So. Vor allem auch ungewöhnlich dass ich hier nach München kommen darf, so, weißt du? Und dass ihr dann auch den Frankfurtern Liebe gibt, finde ich korrekt. Ja, voll, Digga. Wir sind da voll. Und haltet die Augen auf. Cäsar_069 auf Instagram. Deine Cam ist hier? Meine Cam ist hier, okay. Cäsar_069 auf Insta. CA3SAR. Wenn ihr auf Bars und so steht, haltet your boy. Check den Homie ab. Hau rein. Moment. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, Digga.
Ja Leute, das war unsere neue Folge von Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, macht einen Kommentar, lasst eine Bewertung da. Geht in die Beschreibung, checkt unseren Online-Shop, checkt die ganzen Sachen, die da verlinkt sind. Checkt Cäsar auf Instagram, checkt Cäsar auf YouTube. Checkt uns alle auf Instagram und YouTube und so weiter. Ihr wisst Bescheid, stöbert einfach in der Beschreibung ein bisschen rum und werdet glücklich. Ich hoffe, es geht euch gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Carly, das ist Artist Talk. Haut rein.